Hi, wir sind Kati und Michael. Und das hier ist der Pacific Crest Trail, den wir dieses Jahr gewandert sind. Na gut, das stimmt nicht ganz. Wir sind nur dieses ganz kleine Stückchen in der Wüste gewandert mit gerade mal 200 Kilometer Länge. Das ist also kein richtiges Video zu einem Thru-Hike auf dem PCT. Aber wenn euch interessiert, was man dort in 2 Wochen erleben kann, dann bleibt dran. Als wir aufgewacht sind, waren wir ganz schön überrascht und nass. Denn wir wachten in so einer Mischung aus Nebel und Nieselregen auf. Aber es half ja alles nichts, also packten wir unsere nassen Sachen ein, frühstückten, machten uns fertig und gingen los. Eigentlich kam uns der bedeckte Tag sogar entgegen. Gestern war es uns noch ein bisschen zu warm gewesen. Und die Anstiege waren mit ein paar Grad weniger deutlich angenehmer. Oben auf dem Berg angekommen, war es ganz schön windig. Doch zum Glück fanden wir ein kleines windgeschütztes Plätzchen, an dem wir unsere Sachen trocknen konnten. Ab hier wurde das Wetter dann auch stetig besser. An unserer ersten Wasserquelle hatten wir eine verrückte Begegnung mit einem Kolibri. Ich saß dort und füllte gerade meine Flasche auf, als es plötzlich so klang, als würde sich ein Hubschrauber nähern. Umso überraschter war ich, als der Kolibri direkt vor meiner Nase herflog. Und das auch noch während die Kamera lief. Hast du das gesehen? What the fuck? Wenn man solche Aufnahmen plant, klappen sie bestimmt nicht. Ab hier ging es fast die gesamte Strecke bergab, zumindest wenn man das Höhendiagramm betrachtet. In Wirklichkeit geht es auf dem PCT aber immer auf und ab. An der Bouquet Canyon Road machten wir eine weitere Pause. Dort hatten uns ein paar wundervolle Trail Angels Stühle, ein Wasservorrat und einige Leckereien hinterlassen. Das nahmen wir natürlich dankbar an, denn als nächstes stand schon wieder ein langer Anstieg auf dem Plan. Heute war ich wirklich kaputt und dann hatten wir nicht mehr einen richtig guten Spot für unser Tab, geschweige denn die Motivation, es vernünftig aufzustellen. Wir konnten uns entscheiden zwischen dem Spot mit den 2 Ameisenhaufen und dem, der krumm und schief war zwischen den Büschen. Wir entschieden uns für krumm und schief zwischen den Büschen, mit einem genauso bescheidenen Pitch in der Hoffnung, am nächsten Morgen etwas trockener aufzuwachen. Natürlich haben wir noch jede Menge mehr erlebt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, weil ich komme mit dem Bearbeiten einfach nicht hinterher. Ich kann euch aber beruhigen, ihr müsst euch jetzt nicht langweilen. Ich habe noch ganz viele andere Videos auf meinem Kanal. Zum Beispiel, wie ich mit Kati den Camino Primitivo gewandert bin oder mit meinen Eltern die Tour du Mont Blanc.